Wer auf Minimalismus und den geringstmöglichen ökologischen Fußabdruck steht, der klickt jetzt bitte auf Stopp. Alle anderen dürfen sich auf die Einzelabnahme einer Urgewalt freuen. Einer Urgewalt namens MAN Cat 1 GWL, Ex-Bundeswehr, Baujahr 1979. Ein bulliger, luftgekühlter V8 leistet 256 PS. Vor kurzem baute Besitzer Jan Schwarz sein Traumauto fertig. Nach einer kleinen Demonstration ist jetzt Astrid an der Reihe. Wann bekommt man schon mal die Gelegenheit, so einen Cut fahren zu dürfen? Fahrschule XXL. Okay, das habe ich schon mal hinbekommen. Okay, wie geht's weiter? Ja, das Fahrzeug hat eine Wandlerschaltkupplung, WSK genannt. Ja. Das funktioniert so, dass du die Kupplung trittst, den Gang einlegst und dann die Kupplung vollständig wieder kommen lässt. Okay. Und dann bist du sozusagen wie bei einem ganz normalen Automatikauto in der Automatik drin. Also ich bin ein sehr kleiner Mensch, komme aber zum Glück noch an die Kupplung dran. Ja. Also wenigstens kann man... Jetzt bin ich im ersten. Ja, wie du möchtest. Jetzt bist du im zweiten, jetzt lässt du die Kupplung komplett kommen. Und ich mache noch nichts. Ein bisschen, ja, komplett kommen lassen. Ganz normal. Ich erschrecke mich gleich auch nicht, ja? Nee. Ja, loslassen. Jetzt hat es geruckelt. Ja, einfach loslassen. Nicht zu langsam. Ach so. Ja. So, jetzt ist der Motor im Wandler und bringt schon Drehmoment aufs Getriebe und damit auch auf die Reifen. Und dann fängt er an zu rollen. Genau. Und jetzt einfach die Kupplung nicht betätigen. Alles andere machst du mit der Bremse und mit dem Gas. Und ich gebe jetzt auch gerade kein Gas, aber er fährt halt ganz normal. Genau, das macht das Drehmoment schon. Okay, und hier ist wahrscheinlich Gas. Also ich fahre jetzt hier erstmal einmal im Kreis, weil ich möchte mich jetzt daran gewöhnen, dass ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben Cut fahre. Und das auf Anhieb ziemlich gut. An der Übersichtlichkeit des Monstrums gibt es auch nichts auszusetzen. Wenn ich jetzt in die Seitenspiegel schaue, habe ich schon alles gut im Blick. Das finde ich gut. Man sieht genau, wo der aufhört. Ja, das wo stimmt. der anfängt, vor allen Dingen nämlich genau vor deinen Füßen. Müsste ich jetzt mal schalten oder bleibe ich in dem Gang? Nö, wenn wir am Gelände fahren, lässt du einfach den zweiten Gang drin. Okay. Wenn es ganz heftig wird, schaltet man den ersten, aber das... Was ich ja ganz schön finde, ist, dass ich, obwohl ich im LKW sitze, recht niedrig sitze. Also ich mag das zwar gerne, wenn man dann auch so in die Weite schauen kann, aber man sitzt trotzdem nicht zu hoch. Also es ist ein angenehmes Gefühl, muss ich sagen. Die Sichtachsen bekommen die volle Punktzahl, Abzüge gibt es dann aber im Verbrauch. Denn der Cut möchte seine 36 Liter Diesel auf 100 Kilometer trinken. Da wäre bei manch einem die Reisekasse leer, bevor außereuropäische Grenzen erreicht sind. Und auf Komfort hat man für den ursprünglichen Einsatzzweck auch nicht höchsten Wert gelegt. Was man bei dem hier jetzt natürlich hört, ist die Lautstärke. Wir haben die Dachluke auf. Ja, das Fahrzeug ist relativ laut, aber das kann man mit diesem wunderschönen Hebel hier sehr schnell ändern. Wow. Und es ist leise. Ja. Ich habe das Fahrzeug ein bisschen gedämmt hier drin, nicht allzu extrem, weil ich eigentlich den Klang echt schön finde. Was hast du gerade gesagt? Naja, der Lärm aus den Highpipes ist für einige schön, für andere klingt das Brüllen wohl eher nach einer wütenden Bestie. Ob das auf langen Reisen nicht irgendwann nervt? Doch dank der Technik der 70er lässt sich das Biest immerhin erstaunlich filigran bewegen. Jetzt nochmal kurze Frage zu dem Wandler. Der bleibt jetzt einfach durchgängig an, weil er eingeschaltet ist. Genau, wenn du jetzt mehr Gas gibst und die Drehzahl im Schnitt mehr als 1200 Umdrehungen bringt, dann schaltet der durch ins Getriebe. Dann überbrückt er den Wandler. Ja. Das dauert immer so seine Zeit. Aber so langsam durch Gelände pirschen oder rangieren bist du eigentlich immer im Wandler. Ja.
dann kannst du auch sehr feinfühlig mit der Bremse arbeiten und das Auto sehr gut da rein buxieren, wo du ja. Die erste Runde ist gemeistert, das Fauchen der Pipes verstummt und im Steinbruch kann man plötzlich wieder die Vögel zwitschern hören. Handbremse. Ja, nee, muss ich drücken? Ja, du musst da hinten so einmal rüber. Ah, ja. Okay, nochmal ziehen und dann über so einen kleinen Hebel drüber. Ja. Schön. Das Dankeschön. Es ist zu Anfang vielleicht gewöhnungsbedürftig, aber mit ein bisschen Unterweisung kommt man schnell mit dem Cut klar. Ansonsten hält Jan Schwarz es mit einfach und robust. Immerhin soll der Cut seine Frau und ihn noch weit tragen. Aber nochmal zurück auf Anfang. Warum musste es denn überhaupt so ein Riese sein? Ja, irgendwie sieht man sowas ja nicht so häufig. Und wenn dann nur auf irgendwelchen Rallye-Veranstaltungen oder im tiefsten Dschungel in Afrika. Aber ja, ich habe mir sowas mal gegönnt und habe da so eine kleine Kabine hinten drauf gestellt. Und wie kam es zum Cut? Also du hättest ja auch jedes andere Fahrzeug haben können. Ja, ich wollte eigentlich immer einen Unimog haben, aber der ist halt preislich schon echt abgehoben inzwischen. Ja. Und ja, so ein Cut gefällt mir halt auch. Der kommt dem Unimog meines Erachtens am nächsten und ist halt auch ein super Fahrgestell für ein Weltreisefahrzeug. Da braucht man gar nichts mehr machen. Und ja, es bringt halt auch super Spaß, so ein Ding zu fahren. Sollte aber ein 4x4 bleiben, also nicht noch mehr Achsen. Warum? Nein, ein 4x4 Cut ist von der Größe her noch sehr wendig und meines Erachtens für eine lange Reise, gerade durch Europa oder Afrika, wo die Straßen auch mal kleiner werden, immer noch wendig genug, um Serpentin zu fahren und auch im Gelände um jede Ecke zu kommen. So ein Dreiachser ist schon echt wuchtig und dann gibt es ja auch noch den Vierachser, den 10-Tonner und das wäre mir schon zu groß für eine Langzeitreise. Ist auch vom Verbrauch dann nochmal knapp nochmal ein Drittel mehr obendrauf und dann bringt das auch irgendwann schon keinen Spaß mehr. Aber es gibt auch Leute, die auch das durch die Welt fahren und auch glücklich sind. Also, aber ich bin mit dem Zweiachser glücklich. Wie viel bringt er jetzt auf die Waage, so wie er da steht? Ja, ich habe den letztens mal gemessen auf einer Waage. Da hat der 11,6 Tonnen mit dem vollen Haupttank gewogen und reisefertig wird man da wohl voll ausgeladen, schätze ich mal bei 12,5 Tonnen sein. 14 Tonnen darf er von der Bundeswehr her und aber der fährt sich mit dem Gewicht echt smooth, die Federn liegen schön im Saft und ich denke, dass man mit dem Gewicht auch gut Piste fahren kann. Ja. Und da steckt jetzt aber auch einiges an Technik hinter. Wie kannst du damit umgehen? Wie hast du gelernt, daran zu schrauben? Also, ja, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, ist natürlich alles groß, aber letztendlich Technik aus dem Zeitalter ist ziemlich gleich. Wobei der Cut noch ein bisschen einfacher ist als ein wassergekühltes Fahrzeug aus der Zeit, weil das Fahrzeug ist luftgekühlt, hat einen V8 Deutz-Motor und ja, das ist ein Punkt weniger, der zu beachten ist, das Wasser, kann auch nichts lecken und deshalb, also ich sehe da eigentlich jetzt gar keine große technische Herausforderung an so einem Auto zu schrauben. Das ist alles sehr übersichtlich und sehr einfach und vor allen Dingen auch von der Bundeswehr sehr durchdacht. Es gibt da sehr gute Reparaturleitfäden, die alle auf Deutsch sind und das lässt sich schon ziemlich gut warten und reparieren, das Auto. Also alles, was ich bisher daran gemacht habe, und das war einiges, ging alles sehr easy vonstatten. Und die Kabine und auch den Ausbau, hast du das alles selbst gemacht? Oder? Ich habe selbst geplant. Ich hatte abends im Hotel, während ich meine beruflichen Dienstreisen gemacht habe, immer einiges an Zeit. Und da habe ich mich halt vom Computer gesetzt und habe im CAD-Programm
alles, man muss schon sagen, ins kleinste Detail geplant. Und somit hatte ich dann auch freie Hand, recht einfach das Auto aufzubauen. Es hat hinterher echt gut gepasst, alles ein bisschen stolz auf mich. Und deshalb steht das Auto auch relativ schnell jetzt da. Also ich habe letztes Jahr im März die Kabine bekommen und habe dann auch direkt angefangen, den Innenausbau zu machen. Und schon im Juni sind wir das erste Mal nach Römö gefahren, um eine Testfahrt zu machen. Und im September war das Auto dann so weit, dass wir dann bis an den Polarkreis eine schöne Tour gemacht haben, mit Schnee drum und allem drum und dran. Das ging ja echt flott an. Ja, also es war gut geplant und deswegen ist das auch schnell fertig geworden. Aber so ein Auto wird niemals fertig und ich habe noch so viele kleine Sachen auf der To-Do-Liste. Ja. Aber man muss ja auch ein bisschen Spaß und Basteleien in der Freizeit haben. Aber ist das jetzt dein erstes Fahrzeug oder hast du schon ein bisschen Erfahrung, was Ausbauten betrifft? Ich habe ganz klein angefangen mit einem Fiat Panda, der auch weit gereist ist. Da habe ich den Beifahrersitz ausgebaut und bin losgefahren. Und über einen VW-Bus bis zum Toyota Hilux, den hatte ich eigentlich am längsten. Erst mit dem Dachzelt, dann mit einer kleinen Kabine hinten drauf. Das Auto war höher gelegt und eigentlich für Island gebaut. Und damit sind wir sehr viel in Europa rumgereist. Ja, knapp 120.000 Kilometer nur auf Reisen. Das habe ich gar nicht im Alltag benutzt, das Auto, sondern nur auf Reisen. Und damit haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt. Und mir war es wichtig, dass jetzt mit dem LKW das Auto immer noch geländegängig ist und dass ich halt das Auto nicht einschränke in der Geländegängigkeit und deswegen auch ein relativ kompakter Aufbau hinten drauf ist. Ja. Und du hast ja jetzt gerade erzählt, du warst schon sehr viel unterwegs und meintest aber auch schon davor, dass eine Langzeitreise ansteht. Wo soll es hingehen und wann soll es losgehen? Ja, so ein LKW ist natürlich nicht für Südfrankreich gebaut, das steht fest. Und ein Traum von meiner Frau und mir ist es, ihre Eltern in Jakarta, Indonesien zu besuchen. Das ist natürlich jetzt mit den Grenzübertritten alles eine ziemliche Herausforderung, aber wir schauen mal. Wir fahren im Herbst los Richtung Griechenland und gucken dann mal, wie sich das Ganze anfühlt. Vielleicht fahren wir wieder zurück, vielleicht bleibe ich irgendwo. Meine Frau muss leider auch irgendwie arbeiten, aber wir gucken uns das mal an, wie flexibel wir da sein können. Und das wäre natürlich ein Traum, wenn wir so viel Glück haben, dass wir da entspannt auch weit kommen. Aber ich sage immer, Reisen bedeutet Reisen, nicht hetzen. Und wenn uns ein Platz gefällt, dann bleiben wir da auch. Und dafür ist das Auto ja auch gebaut, dass man auch seine Basis hat und dann ein kleines Beiboot hinten dran auf dem Motorradträger und dann die Gegend erkunden kann. Und so ein Auto entschleunigt, das ist wichtig bei Reisen. Und ja, und wir schauen mal, was kommt. Klar, eine lange Reise ist immer schön. Und noch schöner ist es auf so einer langen Reise, wenn es an nichts mangelt. Komfort fast wie zu Hause sollte es sein. Daran tüftelte der Lufthansa-Technikingenieur in seiner Freizeit. Zum Wohnen waren einige Dinge wie ein Festbett, die Nasszelle und eine geräumige Küche wichtig. Gibt es denn irgendeinen Punkt, wo du vielleicht Abstriche machen musstest? Bei der Kabinenhöhe habe ich einen Abstrich gemacht, weil das Fahrzeug möglichst niedrig und so hoch wie nötig sein soll. Und deswegen haben wir nur 1,95 Meter Kabinen in Höhe. Das ist für mich noch okay. Ich bin 1,92 Meter, glaube ich. Und ich kann da wunderbar aufrecht drin laufen. Das sollte man auch können bei so einem großen Auto. Ja. Aber größer sollte man nicht sein. Und das ist die einzigste Einschränkung, die wir uns eigentlich so leisten wollten, aber auch, ne? Weil 3,70 Meter Fahrzeughöhe ist schon eine magische Grenze. Wenn man höher wird, wird es dann halt auch irgendwann schwierig mit Brücken und Tunneln und Strommasten und alles, was man so kennt an Hindernissen. Wie bist du dazu gekommen, an Autos zu schrauben? Hast du da irgendwie Vorerfahrungen in der Familie oder dir das alles selbst beigebracht? Oder?
Ja, ich habe einen sehr technikbegeisterten Vater, wo ich das von der Pike auf gelernt habe. Und das ging los mit alten Volvos, C303, Land Rover, VW-Bussen, wo immer als allererstes der Motor umgebaut werden musste, weil die Autos hatten früher halt immer zu wenig Leistung. Und da habe ich halt schon als kleiner Bub den Schraubenschlüssel gereicht und auch sobald ich das konnte, mal ein Getriebe mit ausgebaut. Und da habe ich viel gelernt. Und wir hatten auch mal ein kleines Wasserflugzeug, was immer sehr viel Wartung bedarf. Und dann natürlich auch mit 16 habe ich meinen Job begonnen und an Flugzeugen rumgeschraubt, an so Passagiermaschinen. Und ich sag mal, wenn man das kann, kann man auch an einem Auto rumschrauben. Ja, und, ja, und auch einfach hauptsächlich durchs Hobby habe ich es mir einfach auch selber beigebracht. Ja. Und der Papa darf der dann auch mal mitkommen, oder? Der Papa darf natürlich auch mitkommen, ja klar, ist auch schon was geplant. Ja, wir dachten mal so an Marokko, wenn mal wieder die Grenze offen ist. Eines ist klar, die Welt steht einem mit diesem Gefährt offen, Zeit und finanzielle Mittel mal vorausgesetzt. Und, wie Jan Schwarz es selbst sagt, eigentlich muss man bescheuert sein, wenn man sowas fährt, aber ein bisschen bescheuert kann auch nicht schaden. Übrigens, wenn ihr neu in der Szene seid und euch erstmal informieren wollt, dann solltet ihr mal einen Blick in unser Einsteiger-Spezial werfen. Ihr müsst ja nicht gleich mit so einem Geschütz anfangen.